Lieber Widder, herzlich willkommen zu deinem September-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesem Video an, wie sich dein September gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was zu beachten ist, wichtig, ausschlaggebend, aber auch, was am besten ganz links liegen gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Widder im September. Neue Ufer lassen sich erahnen. Wow, alle Karten kamen schon. Wow. Wow. Das wird sehr, sehr spannend. Du hast ganze 2, 4, 6, 7 Themenkarten. Der September wird sehr bewegend und du hast viel Stoff zum Nachdenken. Wir beginnen mit der ersten Karte. Wie rum? So rum ist es richtig. Eros. Die Zweisamkeit, die Leidenschaft. Jemand krönt dich oder du krönst jemanden. Wem schenkst du dein Herz? Wer bekommt die Aufmerksamkeit in der Liebe? Worte oder Handlungen? Was ist wichtiger? Eine Gefangenschaft, lieber Widder. Wer hält wen gefangen? Du dein Gegenüber oder dein Gegenüber dich oder gar haltet ihr euch gegenseitig gefangen? Weitaus mehr ist dir bestimmt, lieber Widder. Doch dazu kommen wir erst noch. Worte so wertvoll wie ungeschliffene Diamanten. Küsse, die so hart und kalt sind wie Diamanten. Und die Krone von jemandem, der Macht ausübt. Deine Weisheit begräbt, manipuliert. Krasse Worte. All das aus dem Gefühl der Verwaistheit heraus wird immer enger und enger an sich gebunden. Bitte, lieber Widder, du wirst selbst wissen, in welcher Rolle du steckst. Doch der Kreis, er schließt sich enger, enger, enger. Es gibt im Endeffekt kein Wegsehen mehr. Das Kind, das verwaist ist in dir oder in deinem Gegenüber, möchte, sie sagen auf gut Deutsch, auf Teufel komm raus. Das Versprechen, die Sicherheit. Dafür wird alles getan. Das Gift. Ich möchte nicht sagen, dass hier ein Shapeshifter am Werke ist. Nein. Es wird ganz genau gesehen. Doch, wie sagt man so schön, das Gift kann kontinuierlich tröpfchenweise verabreicht werden, um zu vertuschen,
Denn würde es auf einmal verabreicht werden, wäre doch das Endergebnis ein anderes, nicht? Plötzlich ein Ausbruch, lieber Widder. Ein Ausbruch, wo Worte, die einst so wertvoll waren, wie die des rohen Diamanten, des Ungeschliffenen, treffen nun schmerzhaft wie Gift. Und plötzlich entsteht ein vollkommen neuer Raum, wo die ganzen Emotionen, der Wut, der Trauer, die ganze Verletztheit nur noch mit Mühe und Not zurückgehalten werden kann, wenn überhaupt. Das Universum möchte, dass du ihm alles übergibst, was du so vehement zu vertuschen suchst. Schauen wir uns deine Hauptenergie an. Es wird ein intensives Reading, lieber Widder. Die Hauptenergie für den Widder im September. Was muss man sich alles gefallen lassen, um das Gefühl zu bekommen, geliebt zu sein? Ich weiß es nicht, beantworte dir diese Frage. Die Krone, die du aufgesetzt bekommst, ist nicht aus Gold und Diamanten. Es wird zwar gesagt, du bist mein Prinz, du bist meine Prinzessin, doch die Krone ist nicht gebührend. Nein, sie ist bestenfalls aus einem einzelnen, einfachen, schlichten Kupferdraht. Taten zählen mehr als 1000 Worte, lieber Widder. Jeder gibt das, was ihm innewohnt. Und jeder ist ein Spiegelbild. Denke darüber nach. Die Hauptenergie für den Widder im September. Die Karten stoben nur so auseinander. Ja, ich nehme jetzt die umgekehrt mit dem Gesicht nach oben gekommen ist. Der September wird für dich ein Wachstumsmonat, ein Lehrmonat. Er möchte, dass du ganz, ganz tief Innenschau abhältst, die Begebenheiten beobachtest, tiefe Innenschau. Und dann frage dich, was das alles mit dir zu tun hat. Dann frage dich, will ich das? Sieht so mein höchstes Wohl aus? Lieber Widder, wir sind alle für uns selbst verantwortlich. Du hast die Verantwortung für dein Wohl schon lange abgegeben. Bei wem musst du dich immer wieder rechtfertigen? Wer pfeift dich immer wieder zurück?
Hast du etwa schon diese Eigenschaften übernommen? Denk dran. Das Universum wartet auf deine Kommandos. Und du kannst jetzt hier weiter noch auf Kohlen stehen. Du kannst die Kohlen aber auch löschen lassen, abgeben, dich woanders hin bewegen. Wow. Um wen es sich handelt, das musst du wissen. Der 5. September, der Auftakt. Über 7 Brücken sollst du gehen. Von wem ist dieses Lied? Warum sagen sie es mir? Ja, vielleicht musst du 7 Punkte genau unter die Lupe nehmen. Gehen wir mit dem Tarot mehr ins Detail. Da ist wieder dieser Schütze. Der verfolgt dich schon sehr lange in meinen Readings. Doch abgesehen vom Schützen, die Wesenheiten um dich herum möchten, dass du erkennst. Sie möchten dich auf ein für dich fruchtbares Land bringen. Du entscheidest, auf welchen Boden du deine Füße stellst, wo du sein möchtest. Erzengel Gabriel wird dir Einsicht bescheren. Der Weg ist noch lang, ab und an sicherlich etwas mühsam, doch umso ehrlicher du zu dir selbst bist, umso schneller kommst du ans Ziel. Worum es geht dabei? Sei ehrlich zu dir selbst. Wird dir reiner Wein eingeschenkt oder Wein mit ein paar Gifttropfen? Ja, das, wenn wir wüssten. Ich denke, du weißt es. Und ich denke, die Begebenheiten werden dich klar sehen lassen. Und das sich schuldig fühlen, hört auf. Wir machen weiter im Extended. Und das Universum, wie ich ja sagte, gibt dir die Möglichkeit, klar zu sehen, klar zu sprechen und gegebenenfalls zu trennen. In diesem Sinne, lieber Widder, bis gleich im Extended. Ich freue mich auf dich. Ciao!